Normalerweise leben sie in den Weiten Texas in den USA. Sie kommen aus der 140.000 Einwohnerstadt Waco und sind echte texanische Jungs, Silas Mesita und Riley Joquette. Silas hat im Sommer mit den Danube Dragons aus Wien die österreichische Meisterschaft im Football gewonnen. Und wenn er gerade mal wieder in Europa ist, hat er die Chance ergriffen, mit seinem Kumpel Riley sein Lieblingsurlaubsland Deutschland zu zeigen. Der Ingenieurwesenstudent aus Waco ist zum allerersten Mal hier und will Kultur und Leben kennenlernen. Gut, dass der 26-Jährige dabei einen alten Hasen an der Seite hat. So Germans use knives to cut this? Of course, yeah. Nah. Okay, fine. Im Camper geht es diesmal durch die Mitte Deutschlands. Hallo, wir sind zwei Amerikaner. In die Mitte von Deutschland. Los geht's! Das ist zwei US-Boys im Herzen von Germany. Nachdem es die letzten beiden Tage für den 28-jährigen Silas und seinen Kumpel Riley in den Harz ging, wo die Reise mit ersten Problemen begann. Update. We are officially broken down in Germany. Sind sie gestern dann in Elbingerode angekommen und schnell war klar, in der Mitte Deutschlands fühlen sich die Jungs sichtlich wohl. So, these pines are so beautiful. We don't have forests like this. Heute geht's weiter nach Quedlinburg ins Harzer Land in Sachsen-Anhalt. Und Quedlinburg ist nicht nur für jeden US-Amerikaner ein Traum. Oh man. It's better than Disneyland. It's real, which is all that matters. Yeah. Historische Altstädte verbinden Amerikaner wegen der Optik gern mit Freizeitparks. Die kopfsteingepflasterten Straßen, verwinkelten Gassen und über 2100 Fachwerkhäuser aus 8 Jahrhunderten sind teilweise aus einer Zeit, als die USA noch nicht von Europäern besiedelt waren. Yeah, and here's real people. Look, Germans in the wild. It's like a zoo. Zeit für eine Stadtführung, denn Quedlinburg ist wirklich was ganz Besonderes, wie Guide Hans-Jürgen weiß. Quedlinburg ist UNESCO-Weltkulturerbe, weil es das beste Mittelalter-Stadtbild hat und das Glück hatte, nie einen flächendeckenden Stadtbrand gehabt zu haben und nie eine Bombe im Zweiten Weltkrieg. So it never got bombed in the war, so that's why it looks so beautiful. Aber nicht alles ist idyllisch. Hier können nicht nur die US-Boys etwas lernen. Und zwar sind das die echten, die wahren, die tatsächlichen Fensterläden. In der ehemaligen Schuhmachergasse ist das seit Jahrhunderten erhalten, was der Fensterladen im Ursprung war. Verkaufen auf einem Tisch vor dem Fenster. Fensterläden waren also nicht zur Verdunkelung, sondern zum Verschließen. Wenn sie heruntergeklappt wurden, wurde dann verkauft. It was the Shoemaker Street, and the building was branded with, what, 15, 17? Mm-hmm. So it was just surreal to think that people were making and selling shoes out of those exact same buildings, you know, before Europeans even went to America. Doch nicht nur alte Fensterläden haben überlebt, sondern auch sogenannte Türklopfer. Es gab keinen Strom, also hatte ich keine Klingel und keine Sprechanlage. Weiter geht's durch die engen Gassen Quedlinburgs. Alles aus dem Mittelalter ist so anders, als es die US-Boys aus der Heimat kennen. I think it's also interesting that every house is really close together, and you could tell that they would have a lot of common community versus all our places are spaced out, especially not in the cities, yeah, in Texas. Und tatsächlich, auch heute leben hier 194 Einwohner je Quadratkilometer, während es in Texas nur 41 sind. Ist noch viel. Aber ich lebe Quedlinburg. Herkommen. Quedlinburg. Ja, herkommen, Haus kaufen und hier bleiben. Familie gründen, alles okay. Yeah. Come here, buy a house, raise your family. Okay, sure. Erstmal geht es aber ins Brauhaus, denn die Jungs haben Hunger. Aber die Liebe zu Quedlinburg findet auch da kein Ende. So one of my favorite things of every culture in the world is the German beer garden. Just like the outside, nice weather, trees, like beer, just sit there, like no rush, kein Eile. Von wegen keine Eile. Jetzt schnell Quedlinburger Bier probieren. Was ist Ihr Lieblingsbier hier? Das helle Bier. Okay. Und zum Bier gibt's Bierfleisch mit Knödeln. All right, let's try it. Bone apple teeth. Bone apple tea. Guten Appetit.
Guten Appetit. I told you, dude, pork and potatoes. That's all they eat here. I've been to Germany many times. I've traveled all over, and I used to think that there are so many different good foods, but it's not true. There's only 2 types of foods, just cooked a bunch of different ways that taste different, still good, but it's all the same thing. Pork, potatoes. Pork, potatoes, and beer. You can't fool me anymore, Deutschland. Okay, ertappt. Aber was Silas scheinbar noch nicht bemerkt hat, wir essen in Deutschland unsere Kartoffeln ganz gern mit Messer und Gabel, statt im Essen rumzustochern. So Germans use knives to cut this? Of course, yeah. Nah. Okay, fine. All right, we'll use a knife. Nah, it's a waste of time. Dann geht's aber zurück auf den Campingplatz, wo sie einen der letzten Sommerabende genießen können, bevor wir sie am nächsten Morgen wieder treffen. Tired, man. A little bit tired because it's just, I'm gonna be honest, I'm kind of a diva a little bit, you know? Like, I don't like to admit it because I'm like, you look at me and you're like, I guess strong, whatever. But I like to sleep in a nice hotel. Ja, aber der umgebaute Camper namens Mr. Bobby ist alles andere als ein Hotel. Einmal fürs Camperleben entschieden, muss man's einfach durchhalten. Mr. Bobby only has about enough space for 1 person or 2 small people. What would that be, like children? 2 children? Small people? But they can't drive. Immerhin, Silas hat schon in der Schule gelernt, wie man als Camper umweltfreundlich Zähne putzt. In college, I took a class called Outdoor Adventure, and they taught me how to properly spit your toothpaste. Just like this. So ist die Zahnpasta verteilt und klebt nicht an einer Stelle. Nach den Morgenritualen geht es für die Jungs heute weiter Richtung Thale, in den sogenannten Sagenharz mit seinem Berg, dem Hexentanzplatz. This is the Witchland, though. I'm hearing. I heard the devil is running around somewhere here, which is frightening. In der Tat gilt die Gegend hier im Harz als Hexenhochburg, wo traditionell Walpurgisnacht gefeiert wird und Hexen als Touristenattraktion herumlaufen. The legend goes that they would meet up there to have sex with the devil. So. Walpurgisnacht. Nacht. Nacht. Walpurgisnacht. Und obwohl die Nacht der Hexen nur einmal im Jahr Ende April stattfindet, kann man sie am Fuße des Berges überall entdecken. Hier gibt es einen kleinen Vergnügungspark für die knapp 500.000 Besucher im Jahr. Und auch wenn alle Attraktionen kindergerecht sind, die Boys sind von der Action überrascht. Oh, Scheiben! Ah. So that's what the green thing does. Ah. I don't like that one. That's just like going into the Trocken. Trocken. Trockner. Trockner. Das ist der Trockner. I need a second. You all right? Yeah. Sehr gut. Wunderbar. Riley ist merklich mitgenommen. Das Gefährt scheint nicht so ganz harmlos und doch wundern sich die Boys, dass hier keiner die Fahrgeräte beaufsichtigt. In the States, there would be somebody checking your seatbelt and somebody else closing the gate and somebody else operating the ride. And this is just like, make sure somebody closes the gate. There's a higher level of individual responsibility in Germany. Yeah, social responsibility. Social responsibility. Weiter geht's zur Thale Seilbahn, mit der es jetzt hoch auf den Brocken gehen soll. Hat Riley etwa Bammel? My heart is racing a little bit, but maybe just from the stairs. Seilbahn, Geilbahn. Zeit für uns, mit den Jungs in der Hut der Hexen über Hexen zu sprechen. I think witches are real in the sense, if based on your definition of witches. Zumindest sind die Jungs froh, in der Gondel und nicht auf einem fliegenden Besen zu sitzen, hier in 187 Metern Höhe. We're not like, it's not so high from every tree, you know? So even if we were to fall, I feel like we would just hit the tree. Yeah, we would just be impaled instead. That's so comforting. It's hard to be nervous because it's so beautiful. Oben angekommen erinnert sich Silas an seine Kindheit. When I was a kid and I drew pictures, but I always drew mountains with a river going through mountains. Like this is almost identical to what I drew as a child, my favorite picture to draw. Did you have the gondolas? I did not have the gondola because I didn't know they existed yet.
Die Jungs entdecken die Sommerrodelbahn. Und auch wenn hier keine Überholmanöver möglich sind, der Footballer und sein Ingenieurkumpel haben Bock auf Wettbewerb. Then it's only who's heavier, and I think I've got you beat there. Yeah, but I have more mental desire to go faster. Okay. Is it heavy? Yeah, it's very heavy. It weighs on me. Oh, okay. Then it could help. Dabei sieht die Fahrt doch eher beschaulich aus. Los geht's! Riley legt vor und für Silas geht's hinterher. 3, 2, 1. Go, 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 go. Yes, 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 yes. Oh, baby. Fast 3 Minuten dauert die Fahrt und tatsächlich, der 26-jährige Riley ist schneller. Not quite fast. What is it? A time that lost. It says loser. Also auf in eine neue Runde. Der Spaß für 3,50 € spornt den Ehrgeiz der US-Boys an. I'm gonna slam him so hard at the end. He'll be stopped and I'll go no brakes. What a horrible friend. Und morgen geht's für die fürchterlichen Freunde weiter. In Bernburg kommt Deutschland-Neuling Riley aus dem Staunen nicht mehr heraus. It's better than I expected. This is easily, I've been a lot of places in Germany. This is one of the coolest, if not the coolest castles I've ever seen. Überraschungen, Spaß und crazy Action. Morgen bei TAF.